Mal wieder wurde ein deutscher Touri in den USA bei der Einreise verhaftet und die Geschichte ging dann hier theatralisch aufgemacht durch die deutschen Medien. Wir schauen uns diesen Fall einmal an und prüfen, was dahinter steckt. Ich habe jetzt ja schon mehrere solcher Videos gemacht, wo ich von deutschen Touristen berichtet habe, die angeblich völlig unschuldig bei der Einreise in die USA von willkürlichen und brutalen Grenzbeamten hops genommen wurden. Wie ich in den anderen Fällen schon dargelegt habe, ist es meiner Meinung nach meistens so, dass diese Medienberichte völlig aufgebauscht sind. Es ist ja kein Geheimnis, dass man in Deutschland Donald Trump nicht sehr mag und deshalb versucht man hier seiner Regierung alles Mögliche anzudrehen und so zu tun, als hätte sich hier grundsätzlich etwas bei der Einwanderung verschärft, geändert oder als würde man jetzt einfach hier eben mit willkürlicher Brutalität gegen unschuldige deutsche Touristen vorgehen wollen. Ich bin 2008 in die USA umgezogen. Wir beraten sehr viele deutsche Mandanten, Freiberufler, Unternehmer, Investoren bei ihrem Umzug in die USA, bei der Firmengründung in den USA, bei Steuerfragen in den USA und natürlich auch bei Visafragen. Wir haben vielen Mandanten geholfen, in den USA sich niederzulassen, dorthin umzuziehen, die Visa zu beschaffen. Das heißt, ich spreche hier tatsächlich mit einiger Erfahrung. Und meine 3 goldenen Regeln für jeden, der in die USA einreist, sind wie folgt. Erstens, halte dich an die Gesetze. Zweitens, lüge nicht. Und drittens, benutze deinen Verstand. Und mit Verstand meine ich den ganz normalen, gesunden Menschenverstand. Man muss wirklich kein Genie sein, um sich in diesen Situationen nicht um Kopf und Kragen zu reden. Bei allen Fällen, die ich hier beschrieben habe, haben sich die Betroffenen meistens nicht an 2 oder auch an 3 dieser goldenen Regeln gehalten. Und jetzt wollen wir einmal schauen, wie es hier beim jüngsten Fall sich verhält. Hier geht es um die 24-jährige Nadine aus Bayern. Über sie hat die Welt berichtet. Link dazu übrigens hier in der Beschreibung zu diesem Video. Nadine war in Honolulu angekommen, also das ist auf Hawaii. Sie kam aus Japan und stellte offensichtlich fest bei der Einreise in die USA, dass sie ihren Pass verloren hatte. Also diesen hatte sie offensichtlich noch, wo sie in Tokio abgeflogen war, aber dann wäre ihr dieses wichtige Dokument irgendwie im Flugzeug oder wo auch immer verloren gegangen. Sie hat sich dann hier versucht, den Grenzbeamten zu erklären. Übrigens ist es so, falls dir das Gleiche einmal passiert, wenn du in die USA einreist, das heißt nicht, dass du verhaftet wirst oder hier zurückgeschickt wirst. Wenn du wirklich deinen Pass verloren hast oder im Flugzeug vergessen hast und du kannst dich anderweitig identifizieren, dann kommt man üblicherweise dennoch in die USA hinein. Also das ist normalerweise kein Grund, warum man dann zurückgewiesen wird. Allerdings muss man dann in einen Nebenraum gehen und natürlich einige Fragen über sich ergehen lassen. Genau das Gleiche ist offensichtlich auch Nadine passiert. Sie hatte dann Gott sei Dank hier noch ihren deutschen Personalausweis dabei. Wie gesagt, natürlich reicht der Personalausweis alleine nicht aus, aber um sich zu identifizieren, ist das schon mal hilfreich. Dann können natürlich die Beamten schon mal feststellen, dass du wirklich die Person gibst, für die du dich ausgibst und können vielleicht auch in verschiedenen Datenbanken hier deine Angaben verifizieren, zum Beispiel zum ESTA. Die Welt schreibt nun Folgendes: Als die Beamten genau diese weiteren Checks gemacht haben, haben sie zum einen erstmal festgestellt, dass Nadine kein Rückflugticket hat, beziehungsweise kein Weiterflugticket. Nun, das ist schon mal hier ein Verstoß gegen die erste meiner 3 goldenen Regeln, denn es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass du, wenn du ESTA nutzt, hier ein Rückflug- oder Weiterflugticket haben musst. Andernfalls darfst du nicht in die USA einreisen. So, und das ist so nach dem Pass eigentlich die zweite Sache, die ich persönlich sehr seltsam finde, denn normalerweise prüfen ja die Airlines, wenn du abfliegst, ob du ein Weiterflugticket hast. Also normalerweise, wenn die Dame hier versucht einzuchecken in Tokio, dann hätte man ihr in Tokio gesagt, du hast kein Weiterflugticket, wir können dich leider nicht weiterreisen lassen. Buche dir jetzt einen weiteren Flug und dann lassen wir dich ins Land, ansonsten kannst du nicht mitfliegen. Mir ist bisher kein einziger Fall bekannt, wo das hier im Abflugsflughafen einfach
vergessen oder übersehen wurde. Ob hier also die Welt tatsächlich korrekt berichtet hat, naja, es klingt für mich ziemlich seltsam. Natürlich, die Geschichte vom verlorenen Pass klingt für mich auch super seltsam, aber lassen wir das mal so stehen. Wie es üblich ist, haben die Beamten dann nach dem Handy von Nadine gefragt. Auf dem Handy von Nadine haben sie dann eine App gefunden, wo man solche Gelegenheitsjobs online machen kann. Sie wurde dazu befragt. Laut dem Artikel in der Welt hat aber ganz klar wohl geäußert, dass sie diese App nicht nutzt, während sie in den USA ist, weil sie weiß, dass sie in den USA nicht arbeiten darf, auch nicht als digitale Nomadin, auch nicht über eine solche App. Das jedenfalls sagt der Weltartikel. Offensichtlich hatte man dann auf ihrem Handy auch noch Bilder in leichter Bekleidung gefunden. Allerdings scheinen diese gemäß der Welt ziemlich unschuldig gewesen sein, also einfach Bikini-Bilder oder so. Und damit hätten dann angeblich die Beamten der Dame irgendwo hier vorgeworfen, dass sie als Prostituierte in den USA arbeiten will. Das sagt jedenfalls der Weltartikel. Sie sei eben daraufhin dann festgenommen worden, sozusagen hier in die Abschiebehaft gekommen und wäre ein paar Tage weiter dann nach Japan zurückgeschickt worden. Soweit die Story von Nadine. Ich habe dir schon 2 Punkte gesagt, die mir persönlich hier als verdächtig aufscheinen. Wobei, wie gesagt, ich kenne ja Nadine überhaupt nicht. Vielleicht täusche ich mir auch und vielleicht tue ich auch Unrecht. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber wie gesagt, dass man den Pass verliert, das ist schon wirklich sehr seltsam. Dass man kein Rückflugticket hat, das ist auch sehr seltsam. So, dass sie dann so ohne weiteres dort dann inhaftiert wird und in ein solches Abschiebefacility kommt, scheint mir auch alles ziemlich seltsam zu sein. Wir haben Mandanten, die nicht in die USA reingelassen werden. Das passiert leider hin und wieder mal, weil sich eben auch die Mandanten nicht an die 3 goldenen Regeln halten. Was normalerweise passiert ist, zumindest als Deutscher, dass du dann im Grunde genommen nur sehr kurz festgehalten wirst und sie schicken dich normalerweise auf dem gleichen Flieger, mit dem du gekommen bist, wieder zurück. Der Flieger bleibt ja in der Regel dort 2, 3 Stunden dann an dem Flughafen stehen, nimmt die neuen Passagiere auf und so weiter. Und in fast allen Fällen, die ich kenne, wenn du dich hier dann kooperativ zeigst, wirst du einfach auf dem gleichen Flieger zurückgeschickt, ohne großes Drama. Da gibt es keine Verhaftung oder sonst irgendwas. Du kannst danach zwar nicht mehr ohne Visa-Waiver in die USA einreisen, also nie wieder, aber du kannst dir dann meistens, zumindest wenn du nicht gelogen hast, einfach ein Visum besorgen und wieder in die USA kommen. Hast du aber gelogen, hast du dich nicht an die 3 Regeln gehalten, dann kann es natürlich schon ziemlich haarig werden. Und ich denke vermutlich, dass es genau darum ging bei Nadine. Sie hat sich dort um Kopf und Kragen geredet in diesem Interview. Sie hat wahrscheinlich irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Man hat wahrscheinlich auf ihrem Handy irgendwelche SMS oder WhatsApp-Messages oder sowas gefunden, die hier verdächtig waren. Vielleicht hatte sie schon irgendwelche Jobs ausgemacht über diese App, die sie dort hatte, wo man dann genau gesehen hat, dass sie im Grunde in den USA arbeiten will. Oder hat man vielleicht alte Nachrichten auf ihrem Handy gefunden, die darauf deuten lassen, dass sie schon mal davor in den USA war und vielleicht dann dort gearbeitet hat. Das sind eigentlich normalerweise die Gründe, um die es hier geht, warum man dann tatsächlich hier kurz in so eine Holding Cell kommt. Auch wenn man zum Beispiel nicht sein Passwort gleich hinausgibt, dann sperren sie dich auch ein. Da müssen sie nämlich das Handy irgendwo hinschicken. Das Handy wird dann geknackt und es geht einfach mehrere Tage, bis es dann zurückkommt, ja. Und deswegen wirst du auch dann so lange festgehalten, ja. Das heißt, wenn du in einer solchen Situation bist, dann halte dich auf jeden Fall an die 3 Regeln. Verhalte dich gesetzeskonform, lüge nicht und benutze deinen gesunden Menschenverstand. Wenn du zum Beispiel vorhattest, in den USA zu arbeiten, dann sage, dass du vorhattest, da zu arbeiten. Du wusstest nicht, dass du ein Visum brauchst. Dann ist die Chance relativ groß, dass sie dich einfach zurückschicken, wie gesagt, und dir sagen, besorg dir das richtige Visum, dann kannst du wiederkommen. Insistierst du aber darauf, dass du nicht arbeiten wolltest und sie finden dann Beweise auf deinem Handy oder wenigstens Indizien, die genau das Gegenteilige sagen, dann hast du effektiv möglicherweise ein Problem. Und wenn du dann der Lüge überführt wirst, kann es tatsächlich sein, dass du für 5 Jahre nicht in die USA einreisen darfst oder sogar für 10 Jahre. Ja. Also da steht einigermaßen viel auf dem Spiel, jedenfalls wenn du aus beruflichen Gründen oder auch als Tourist in die USA zurückkommen willst. Also aus all den Jahren Empfehlung kann ich ganz klar folgendes Statement machen. Es ist sehr einfach, in die USA als Tourist einzureisen. Du musst dich vor nichts fürchten.
unter der Annahme, dass du dort nicht vorhast zu arbeiten oder irgendwas anderes zu machen, was hier nicht konform ist mit deinem ESTA und dem Visa Waiver Status. Also zum Beispiel, dass du planst, dort länger als 90 Tage zu bleiben oder mal kurz aus dem Land willst und dann wieder rein willst. Also irgend solche Dinge, die jetzt hier eigentlich nicht unter dem Visa Waiver genehmigt sind. Mir persönlich ist kein Fall bekannt, wo jemand, der hier wirklich als Tourist in den USA ankam, eine Familie zum Beispiel, die dort Disneyland besuchen will oder die nach Kalifornien reist oder die nach Texas reist, um dort im Wohnmobil rumzufahren oder was auch immer. Mir ist kein Fall bekannt, wo hier jemand nicht freundlich behandelt worden wäre von den Einwanderungsbeamten. Wenn du natürlich Grenzübergänge benutzt, die dafür bekannt sind, dass dort illegale Einreisen, ich habe das ja in den anderen Videos beschrieben, viele Grenzübergänge zu Mexiko haben natürlich hiermit ein großes Problem, dann hast du keine eindeutige Dokumentation, dann ist das Ganze schon mal generell fishy, dann musst du tatsächlich mit Problemen rechnen. Aber lass mich dir ganz klar sagen, du kannst problemlos in die USA einreisen. Du musst hier nichts befürchten, wenn du die richtigen Intentionen hast und du dich an meine 3 goldenen Regeln hältst. Wenn auch du darüber nachdenkst, in die USA auszuwandern, zum Beispiel als Unternehmer, Freiberufler oder Investor, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie gesagt, ich bin schon 2008 in die USA umgezogen. Wir helfen Mandanten von unserem Office in Austin, Texas, bei Fragen rund um die Unternehmensgründung in den USA und die Wohnsitzverlagerung in die USA, entweder alleine oder mit Familie. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.